Dies ist bei weitem nicht mein erster Besuch in Miltenberg, aber nachdem ich dieses Jahr erneut hierhin gereist bin und dabei verdammt viel gefilmt und fotografiert habe, dachte ich mir, dass es an der Zeit ist, mal eine detaillierte Sightseeing-Tour zu gestalten. Als kleine Info vorweg, wer Nachtleben und Großstädte mag, der ist hier wohl eher nicht gut aufgehoben. Aber wer sich zum Beispiel für alte Gebäude, gemütliche Städte und Geschichte interessiert, für den ist Miltenberg wirklich einen Besuch wert. Unsere Tour durch Miltenberg beginnt am Zuckmantelturm, ein Turm aus dem 14. Jahrhundert, der als Stadtgrenze diente. Von hier aus geht es diesen Weg hinunter und direkt zum Würzburger Tor. Dieses Tor wurde 1379 das erste Mal erwähnt und war damals der Weg in die Stadt hinein. Kurz hinter dem Tor befindet sich eine Bäckerei mit einem kleinen Café, wo wir uns erstmal aufgewärmt haben. Im Sommer kann man hier im Garten sitzen und leicht mit den Einheimischen ins Gespräch kommen, die hier ihr Brot kaufen. Direkt nach dieser kurzen Kaffeepause ging es die Straße einfach weiter in Richtung Engelsplatz. In dieser Straße gibt es einige Geschäfte, aber auch das italienische Restaurant Arcobaleno, wo wir wirklich sehr gerne essen. Am Engelsplatz selbst befindet sich das Rathaus und auf dem Platz davor findet auch immer mal wieder ein kleiner Markt statt. Gegenüber befindet sich die Franziskanerkirche und bis 1983 gab es hier auch ein Franziskanerkonvent. Die Gebäude wurden aber danach von der Caritas bezogen. Von diesem Platz aus sind wir anschließend den Hügel hier nach oben in Richtung der evangelischen Kirche gegangen. Diese Kirche wurde 1897 erbaut und die Figur außen am Turm ist eine Kopie der Figur auf der Kathedrale in Kopenhagen. Von der Kirche aus selbst erreicht man dann sehr leicht den Stadtpark. Der Weg ist teilweise recht steil in dem Park, der von Gustav Jakob im Stil eines englischen Parks und eines Arboretums kreiert wurde. Es ist aber wirklich ein toller Ort, um sich zu entspannen und wenn man ganz oben sitzt, ist die Aussicht auch wirklich nicht schlecht. Nach dem Park haben wir die Straße einfach überquert, um uns dort dann den alten jüdischen Friedhof anzusehen. Der Weg nach unten führt über eine alte Treppe und das Ganze ist wirklich eine meiner liebsten Ecken in der Stadt und ich mache hier jedes Mal viel zu viele Fotos. Wenn man die Treppe einfach weiter nach unten geht, dann landet man direkt wieder mitten in der Stadt. Hier sind wir dann einfach nach links abgebogen und sind die Straße entlang geschlendert. Wer shoppen will, der ist in diesem Bereich auch definitiv gut aufgehoben. Hier befindet sich allerdings auch das Restaurant Zum Riesen, welches aus dem 12. Jahrhundert stammt. Ich muss zugeben, dass ich das Ganze zuerst für ein typisches Touri-Restaurant mit billigem und nicht ganz so gutem Essen gehalten habe, aber bei unserer letzten Reise nach Miltenberg haben wir uns doch mal reingesetzt und waren wirklich überrascht, da das Essen wirklich gut war.
Nach dieser kleinen Mittagspause ging es dann weiter bis zum Alten Rathaus, welches 1379 das erste Mal erwähnt wurde. Heute wird es hauptsächlich für Events benutzt und an der Außenwand kann man sehen, wie hoch die Flut in einigen Jahren war. Nicht weit weg davon ist der Staffelbrunnen, der um 1600 erbaut wurde. Früher hat man durch solche Brunnen die ganze Stadt mit Wasser versorgt. Etwas weiter hinten befindet sich dann das Café Sel, was von der Optik her wirklich ein bisschen altbacken aussieht, aber die Kuchen dort sind einfach nur lecker. Danach erreichten wir den alten Marktplatz, von dem man aus die Kirche St. Jakobus eigentlich nicht übersehen kann. Um den Platz herum sind auch noch einige Geschäfte, Cafés und der Springbrunnen von 1583. Von hier aus gingen wir dann nach oben in Richtung Schnatterloch, aber bevor wir weiter dorthin gingen, ging es kurz nach links und ab in das Stadtmuseum. Wenn euch die Geschichte der Stadt interessiert, dann ist das hier wirklich ein Pflichtbesuch. Kleiner Tipp jedoch, nehmt euch Zeit, um dieses Museum zu erkunden, da es um einiges größer ist, als es von außen erscheint und man kann dort wirklich ganz einfach viele Stunden verbringen. Wenn ihr mehr von diesem Museum sehen wollt, habe ich hier ein Video für euch, das ich schon mal hochgeladen habe, dann könnt ihr euch das genauer angucken. Nach dem Museum ging es dann weiter nach oben direkt ins Schnatterloch hinein. Nachdem man durch das Tor hindurchgeht, findet man sich plötzlich in einem kleinen Waldstück wieder. Dieser Ort, muss ich zugeben, ist einer meiner absoluten Lieblingsspots überhaupt. Sobald man am Ende dieses Weges diese Brücke erreicht, kann man dann nach rechts durch das Tor gehen und schon ist man direkt auf dem Weg zum Schloss. Am Schloss selbst hat man einen wunderbaren Blick auf die Stadt und man kann auch hineingehen und sich das Schloss weiter ansehen und auch das Museum dort besuchen. Danach kann man entweder diese Treppen wieder nach unten gehen. Die Treppen selbst kann man auch nach oben nehmen, wenn man den Waldweg nicht nehmen möchte, aber ganz ehrlich, der Waldweg ist um einiges leichter und angenehmer. Allerdings, wenn man keine Lust auf diese Treppen hat, geht man einfach den Waldweg zurück zur Brücke und dort dann einfach geradeaus weiter.
Dieser Weg führt einen wieder in Richtung Stadtpark. Und dort sind wir dann diese Treppen ein bisschen weiter vor denen am jüdischen Friedhof wieder nach unten, um wieder in die Stadt zu kommen. Ein weiterer interessanter Teil der Stadt ist auch die Altstadt selbst. Es gibt hier ein paar kleine Läden, einige Restaurants, eine Bibliothek, das alte Bannhaus, aber im Allgemeinen nicht sonderlich viel. Es ist quasi eine lange Straße mit vielen alten Gebäuden und Fassaden, die wirklich schön anzusehen sind, aber arg viel machen kann man hier nicht. Es gibt hier jedoch 2 Orte, die wir persönlich wirklich gern besuchen. Das erste ist der Shop der Brauerei Faust, wo wir schon einige Male Bier für Freunde gekauft haben. Man kann hier allerdings auch eine geführte Tour machen und mehr über das Bierbord lernen oder sogar sein eigenes Bier selber brauen. Der andere Ort ist die St. Kilians Kellerei. Dort gibt es einen wirklich coolen Weinkeller und sie bieten auch viele andere Drinks an, also nicht nur Weine. Es gibt dort auch Tastings und der Besitzer hat echt Ahnung von dem, was er da redet und kann einen super beraten. Am Ende der Altstadt sind wir dann auf die andere Seite der Straße und dort am Main entlang zurückgelaufen. Hier gibt es Möglichkeiten, was zu trinken, Minigolf zu spielen, die Aussicht zu genießen oder man kann mit einem dieser Boote eine Tour machen, wenn man möchte.